Effektgeräte-Workshop geht es darum, der ganzen Industrie einfach ein Schnäppchen zu schlagen. Nicht? Weil es kann nicht sein, dass ein Effektgerät, das aus 17 Bauteilen besteht, 250 Euro kostet. Und wenn man sich ein bisschen damit mit der Materie beschäftigt, lässt sich das relativ einfach, mit ganz einfachen Mitteln wirklich selber herstellen. Wenn wer Interesse hat, bevor er ein Schiffsmodell baut und Takelagen macht, aus kleine Holzplattel oder was weiß ich, oder irgendwelche sinnlosen Sachen, Setzkostenmodelle baut, ist fast gescheiter, wenn man Musiker ist, irgendwie, dass man sich einfach was baut, was man dann selber auf der Bühne auch benutzen kann. Nicht? Wie gesagt, die Sachen sind sehr einfach aufgebaut, jeder kocht mit Wasser. Alles ist einmal zusammengebaut worden und wenn was zusammengebaut worden ist, lässt sich das zlegen und wenn es einmal zlegt ist, lässt es sich auch wieder nachbauen. Das heißt, wir bieten den die erste Leitung um 2 genau. War ziemlich cool. In erster Linie geht es einmal um eine Bedarfserhebung. Was brauchen die Leute, was wollen die Leute, wo haben sie Probleme, wie kann man ihnen helfen. Viele Sachen sind sehr einfach gestrickt. Die meisten Leute stehen mit dem Kabel da, es funktioniert nicht. Dabei, wenn man den Stecker mal aufschaut und reinschaut und ein bisschen Ahnung von der Materie hat, dann wird er das Problem gleich sehen. Unser Job, glaube ich, was wir damit machen wollen, mit diesen ganzen Workshops, ist ein bisschen Verständnis für die Basis der ganzen Elektromechanik, kommt mit Physik ein bisschen zusammen, Mechanik, wo gibt es Kontakte, sich einen Stecker einfach anschauen, was passiert mit einem Klinkenstecker. Da kommt es rein und dann kommt da der Schleifer vor und der macht an. Und wenn es dort was hat, muss dort die Fehlerquellen liegen. Oder auch wenn was nicht funktioniert, nicht gleich da schmeißen, auf Zeiten legen, was Neues kaufen, sondern mal zuerst einmal nachfragen, warum? Was ist denn passiert? Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Habe ich falsches Netz da angesteckt? Passt was mit der Spannung nicht? Habe ich es einmal runterfallen lassen? Das sind alles so Sachen, die man relativ einfach mit einem gesunden Menschenverstand, ohne dass man Elektroniker ist, ohne dass man halt eine fundierte Ausbildung hat, sehr einfach machen kann. Das, was wir machen wollen, einfach eine kleine Anleitung, eben zu diesem ganzen Konsumwahn, dass jetzt sofort was Neues gekauft wird, sondern einfach schauen wir uns das alte mal an und probieren wir es, ob wir es nicht reparieren können. Aber das Bot, die hat irgendwie noch Orangen, den da oben. Orange auf da. Genau. Okay. Genau, wir haben natürlich auch die kreative Seite nicht außer Acht lassen, weil das auch Spaß macht. Das ist, wenn du nur lädst und nur Kabel zusammenbiegst und das Ding schaut halt dann einfach noch nichts gleich. Jeder möchte, speziell, es geht um die Personalisierung. Gell, wenn man was selber gebaut hat, erstens ist man stolz, man kennt das ganze Innenleben, wenn du das einmal aufschreibst und schaust dann, ja, das habe ich gelegt, ja, weiß ich, da ist die Leute nicht ganz sauber gewesen, hat der Anderl gesagt, ich hätte es nur mehr wurscht, funktionieren tut's. Aber wenn man es dann umdreht und man steht dann auf der Bühne und hat das dann personalisiert mit einer Lackierung oder sich die Farbe von den Lampen noch ausgesucht, das haben, tolle Sache, oder schöner geht's ja nicht. Die größte Hürde war generell eigentlich das Löten an sich. Also ich habe einmal in der Volksschule einen Lötkurs gemacht, glaube ich, da habe ich nur Verbrennungen mit heimgenommen. Aber auch einfach, weil genau das fehlt, also dieses von Grund auf erklären, wie funktioniert wirklich Löten. Und das ist, klingt jetzt so banal, aber das ist wirklich, wenn man sich über sowas drüber traut und selber einfach löten will, dann muss man das auch wirklich üben und lernen. Man stellt sich das einfach so einfach vor wie Malen. Ich tue jetzt da mit dem Pinsel, Lötkolben, Pinsel, ein bisschen Zinn aufmalen, aber so funktioniert es nicht. Also es geht wirklich um Technik, Handwerk und eben Verständnis, Grundverständnis einmal von dem Ganzen haben. Der Verein Bandbreiten ist ein Verein zur Förderung österreichischer Musikschaffender. Und früher hat der Verein Bandbreiten den Austrian Newcomer Award gemacht. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir stattdessen machen. Und dann ist uns eben das Bandbreiten MusicLab eingefallen. Und der Clou an dem MusicLab ist, dass die Workshops alle kostenlos sind. Man muss sich noch anmelden und dann kann man zu uns kommen ins Kulturzentrum Hof. Die Besucher sind bunt gemischt. Wir haben einmal die jüngste Teilnehmerin, war glaube ich 12 Jahre. Die war dabei und hat auch ein Effektgerät bastelt. Das war recht toll. Und der Älteste war, glaube ich, so um die 65. Also das ist ja, glaube ich, dieser große Mehrwert jetzt neben
neben der theoretischen Einblick und den praktischen Versuchen einmal bei was, sondern dass wirklich das Entstehen von einem kompletten Effektgerät innerhalb von dem Workshop und auch dieses Individuelle. Es ist immer cool, dass wir nicht 10 gleiche Effektgeräte bauen, also alle Teilnehmer, sondern jeder sein eigenes ein bisschen. Das heißt, einer baut einen Kompressor, der andere baut einen Tube Screamer, der andere baut ein Red. Jetzt natürlich ist eine Herausforderung, weil man nicht dasselbe Prozedere einfach mit allem durchmachen kann, sondern wirklich da individuell auf jeden eingehen muss. Aber es ist einfach nachher dann wenn du das Kastel fertig gebaut hast und dann auch noch dann mal eben lackieren mit den Workshop-Teilnehmern auch noch, und da merkst du dann einfach wirklich auch die Freude in die Augen. Das ist wie wenn du als kleines Kind das erste Mal so ein Carrera-Bau aufgebaut hast und dann das erste Mal Gas gibst mit dem Auto. Dieser Moment ungefähr, so kann man sich das vorstellen, wenn man das erste Mal dann das Effektgerät aussteckt und erstens einmal, es macht einmal plupp, dass man Strom hat, das ist schon mal so ein Erfolgserlebnis. Und dann kommt auch noch der Sound raus, den du willst. Und das ist wirklich dann Spielen für Erwachsene. Sehr cool. Ja, das ist schon mal gut, das Geräusch. Schon mal gut. Gratulieren zum ersten selbstgebauten Effektgerät. Großartig. Danke, das ist so geil.